Genau das Gleiche gibt es auch für zu Hause. Und zwar, wenn wir umbauen, wollen wir zwar wissen, wie es aussieht, doch vorstellen können wir es uns nur schwierig. Dafür gibt es die 3D-Raumplanung. Wir haben eine Familie begleitet, die genau das ausprobiert hat. Dachzimmer sind immer so eine ganz besondere Herausforderung. Jochen Kehl sieht sich auch in diesem Fall mal wieder mit Vorsprüngen, schrägen Wänden und Ähnlichem konfrontiert. Es ist halt alles ein bisschen schwierig einzurichten, deswegen sind sie jetzt am Zug. Die Tochter ist schon lange ausgezogen. Die Kunden des Innenausstatters wünschen sich nun ein Ankleidezimmer mit der Möglichkeit, auch mal einen Gast einquartieren zu können. Der Raum ist hoch, schmal, hat alles andere als Standardmaße. Nun ja. Erstmal reichlich unspektakulär eine kleine Skizze, dann das Messgerät. Schließlich zählt in dem schlauchartigen Raum jeder Zentimeter. Und dann kommt der Spezialkoffer zum Einsatz. Das Stativ für die 3D-Kamera ist eingebaut. James Bond könnte glatt neidisch werden. Noch eine Rundumaufnahme des kahlen Zimmerchens und fertig. Der Termin vor Ort dauert nicht sonderlich lange. Zurück im Mannheimer Ausstellungsraum wandert noch der Grundriss in den Computer. Bestandsaufnahme. Im Normalfall ist es ein Albtraum, weil in dem Raum würde man nur an die große Wand normalen Schrank hingestellt bekommen, was bedeutet, man hat einen langen Schlauch, den man kaum noch nutzen kann. Aber für einen Einbauschrank ist es natürlich prädestiniert. Man kann den Raum wirklich optimal nutzen, sprich vorne, wo das Licht ist, die Grundfläche eher quadratisch gestalten und den hinteren Bereich, der ohnehin dunkel und schräg ist, da eben den Einbauschrank maßgenau einpassen. Also das ist eigentlich die ideale Voraussetzung für einen Einbauschrank. Und der Raum ist so genutzt, wie er mit Standardmöbeln nie hätte genutzt werden können. Okay, die Idee ist da und nun wird der Raum im Computer nochmal aufgebaut. Tür einbauen, Steckdosen platzieren. Die 3D-Aufnahme dient dabei als Gedächtnisstütze. Der Computer hat aber noch ein paar Extras zu bieten. Lampen, Blumenvasen, die auf Tischen platziert werden können und alle Zutaten für Einbauschränke. Das war eigentlich ein ganz typischer Fall, weil in der Regel ist es so, dass sich die Kunden nicht vorstellen können, was sie aus ihren Räumen machen können. Selbst wenn ich denen eine Zeichnung mache oder auf einen Grundriss einzeichne, man kann sich es nicht wirklich vorstellen und die sind unglaublich dankbar, dass sie es ja quasi fotorealistisch präsentiert bekommen. Und man hat dann ein ganz anderes Gefühl, wenn man da auch einen Auftrag erteilt, als wenn man sagt, ob da hinterher auch das Richtige bei rauskommt. Wenige Tage später gibt es einen neuen Termin vor Ort. Der Entwurf ist mittlerweile fotorealistisch gerechnet und mit dem Tablet in der Hand betrachten die Kunden das Ergebnis. Es ist ein bisschen wie im fertigen Zimmer spazieren gehen. Die Lampe an der Decke zu betrachten ist ebenso möglich wie der Gang in den Einbauschrank. Wir sind begeistert. Ja. Also der Raum sieht natürlich total anders aus. Jede Ecke ist ausgenutzt. Diese Ecke, von der wir dachten, das wird überhaupt nichts, da steht jetzt ein Schrank mit Schubladen und alles perfekt. Das Klischee, dass vor allem Männer Schwierigkeiten haben, sich einen neu gestalteten Raum vorzustellen, lässt der Einrichtungsprofi übrigens nicht gelten. Die 3D-Raumplanung komme bei beiden Geschlechtern gut an.